Ein Tiny House. Schöner geht's kaum. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis her werden wir gleich ein bisschen was erfahren. Einer der größten Hersteller für Tiny Häuser in Europa ist wirklich hier auf der Messe in Essen vertreten. Und das Haus optisch zieht die Leute magisch an, so ein bisschen, oder? Das kann man wohl sagen. Das ist schön, das Haus. Das gefällt mir richtig gut. Ich finde das auch super gut. Ich bin Michael Kolbe, Mobilheim Kolbe aus Velten bei Berlin. Und ich arbeite mit dem Hersteller schon seit 2019 in Deutschland zusammen und vertreibe die Objekte. Und habe eigentlich nur zufriedene Kunden, hoffe ich. Guck mal hier, das ist sehr lang. Wie habt ihr das denn hier in die Halle bekommen? Ja, das ist auf Rädern. Ist auf Rädern? Ja. Ist das ein Schwertransport quasi? Das ist ein Schwertransport mit Überbreite. Wir haben hier eine Länge von 13,30 Meter und eine Breite von 4,30 Meter. Das ist ja mega, das Haus. Auch das ist ein richtiges Haus. Da reden wir jetzt nicht von einem Tiny House mehr, das ist ein Modulhaus, das wirklich alles drin hat, was auch ein kleines Einfamilienhaus hat, oder? Ja, so ist es. Und es wird komplett fertig, einzugsfertig geliefert. Fix und fertig. Das heißt, theoretisch könnte man an einem Tag, oder? Wenn alles perfekt wäre. Aktuell Beispiele, wo wir morgens geliefert haben und abends der Kunde eingezogen ist. Natürlich ist es in Deutschland so, Sie brauchen Elektriker für einen Elektroanschluss und Wasserabwasser muss angeschlossen werden. Aber mehr brauchen wir nicht. Das Coole ist, es gibt eine staatliche Förderung, wenn bestimmte Dämmwerte erfüllt werden. Und das heißt, man kriegt zinsvergünstigte Darlehen. Ja, wir sind der Meinung, dass das nicht wirklich Sinn macht, sich darum zu scheren. Also wir sind hier vom Dämmwert her besser als das, was man früher als KfW 55 bezeichnet hat und jetzt als EH 55 bezeichnet. Wir haben hier eine Dreifachverglasung. Und was uns von vielen Wettbewerbern unterscheidet, ist die Stahlständerkonstruktion, die in sich so stabil gestaltet ist. Nochmal außenrum. Bitte? Außenrum oder unten drunter, die Stahlständer? Also die gesamte Hauskonstruktion ist nicht basierend auf einer Holzständerkonstruktion, wie das viele Mitbewerber tun, sondern es ist eine Stahlständerkonstruktion. Habe ich nicht gewusst. Ich dachte, das wäre eine typische Holzständerkonstruktion. Nein. Es ist so, dass Sie die Häuser bestellen können mit Kranösen am Dach. Das geht? Das geht. Das heißt, die packen das oben an mit dem Schwellerskran, heben es an die Stelle, wo es sein soll. Das geht mit Holz auf keinen Fall. Da muss es, glaube ich, unten drunter unterfangen werden. Also auch das ist ein Problem. Das ist ja krass. Das bedeutet auch, der Transport, die leiden weniger, weil natürlich durch die Stahlkonstruktion die auch nicht so arbeiten beim Transport, oder? Erheblich weniger. Und wie gesagt, wir haben eine Stahlständerkonstruktion, aber jetzt kommt das eigentliche Highlight. Das ist innen alles mit OSB beplankt und wird dann physisch in einem durchgeschäumt von außen. Wir haben also hier eine Purschaumisolierung, offenzelliger Purschaum, der physisch aufgeschäumt wird und das nahtlos. Offenzellig, das muss man mal kurz erklären, das ist ein Riesenunterschied. Die müssen ja nicht mehr so dick sein. Nein, wir brauchen sehr viel weniger Dämmung als jetzt im Vergleich mit einer Steinwolle oder so und erzielen hier erheblich bessere Dämmwerte, die jenseits dessen liegen, was meines Erachtens von anderen Herstellern geboten werden kann. So, und das Ganze ist mit einem ordentlichen Dach versehen. Aus welchem Material ist denn das Dach, die Dachhaut oben? Das Material, was wir als Fassadenverkleidung und Dachverkleidung sehen, heißt Prefa. Der Hersteller ist auch mit hier. Ich kenne Prefa. Das ist Original Prefa. Ja. Das Original Prefa, das ist auch selber mit Aussteller hier, weil der nächste Schritt wird sein, dass wir Solarzellen in die Fassade und ins Dach integrieren können. Das ist hier vorne zu sehen auf dem Panel. Komm, schauen wir uns mal an. Das heißt, man kann es jetzt unsichtbar quasi machen. Ja, das ist der Plan. So, das kenne ich ja aus Amerika. Das habe ich auch schon mal gesehen. Solardachplatten klein. Das ist Prefa, ja, das kenne ich. Und da steht auch schon das Garantieversprechen, da stehen die zu. Ja, davon ist auszugehen, na klar. Das heißt, die ganze Außenhaut ist auch überlappend, was ich hier sehe. Die Feuchtigkeit kann auch raus. Das heißt, also die ist nochmal hinterlüftet hier, die Fassade? Die Fassade ist hinterlüftet, ja. Das ist ja mega. So, und guck mal, das ist die Solarzelle, die kommt hier rein. Und das Interessante ist, wir haben hier Ost-West, also hier in Deutschland, müssen die gar nicht so steil stehen. Es langt, wenn sie in 2 Sonnenseiten stehen und dann hat man sogar einen Winterstrom.
Ja, also der Plan ist jetzt als Versuchsreihe mal ein Objekt zu bauen, was beide Dachseiten in dieser Form mit Solarzellen versehen hat und auch die Fassade. Ich meine, inwieweit sich das dann zeigt, dass das effektiv ist, das wird man sehen. Hingestellt. Da weiß ich auch noch nichts zu sagen. Ich kann nur sagen, bisher sind wir in der Lage, eine normale Solarzelle auf dem Dach mitzuliefern, vorinstalliert. Die kommt dann also gleich schon Plug and Play zum Kunde. Und vor allem können wir das sehr günstig tun. Ich sag mal, eine 4 kW Photovoltaikanlage in der herkömmlichen Bauweise, nicht in dieser wohlgemerkt. Die kostet bei uns rund 5.000 € netto plus Steuer. Das können Sie, glaube ich, nirgendwo in Deutschland finden. Ja, die Autarkie ist ja mittlerweile auch ein großes Thema. Die Stromspeicher sind in den letzten 2 Jahren so gedroppt, dass man also wirklich einen ordentlichen Stromspeicher kriegt, wo man die Tagesenergie einspeichern kann in eine Batterie. Wir liefern keine Batterien. Also ja, aber das gibt es mittlerweile am Markt. Ja, das müsste der Kunde dann hinterher installieren. Also okay. Wir bieten eine Photovoltaikanlage mit Wechselrichter zum Einspeisen. Sehr schön. Das heißt, man wäre auf Wunsch vollkommen autark. Vielleicht im Winter müssen wir ein bisschen zuführen, oder? Also von der vollkommenen Autarkie möchte ich nicht sprechen. Ich glaube, das ist vielleicht möglich, aber ich habe es noch nicht gesehen. So, außen. Was haben wir hier für ein Außenmaterial? Das ist Holz. Holz. Was für ein Holz? Fichte? Ja, das ist Fichte. So, wir gehen mal rein. Das ist Dreifachverglasung hier drin. Hallo. Dzień dobry. So, und dann schauen wir mal hier. Die Stehhöhe hier ist natürlich üppig. Wir sind, also ich denke mal so. Wir haben ja eigentlich eine Giebelhöhe von 2,75 Meter, auslaufend auf 2,25 Meter zur Seite hin. Aber auch das kann angepasst werden. Also man kann dieses Haus preisgleich bestellen ohne das Räderchassis, wenn man es sowieso auf sein Grundstück kranen möchte. Und kann dann Dachneigungen bis zu 30% hinbekommen. Ihr seid auch in der Lage, das Thema Baugenehmigung vorab zu klären für den Kunden rechtsverbindlich. Das geht. Das ist insbesondere mein Hauptgeschäft in Velten. Wir haben einen Architekt, der die Kunden betreut bis zur Baugenehmigung. Und das Besondere ist, Sie brauchen bei uns nicht mal bestellen. Sie können also vorerst zum Architekt gehen, den Bauantrag in Ruhe abklären und brauchen dann erst zu uns kommen. Viele wünschen sich einmal den großen Container zu bestellen zu Hause, alles, was sie an Möbeln haben, da reinzuschmeißen. Also, also gerade Frauen träumen davon, einmal Cut zu machen, wohnen wie im Hotelzimmer, das ist hier der Fall. Auf Wunsch kriege ich die Möbel mit? Die Möbel sind grundsätzlich Teil des Deals. Die sind dabei? Ja. Das Sofa ist dabei? Alles. Die Boden natürlich, der Boden. Alles. Die Klimaanlage, die Wärmepumpe, alles. Hier dieses Schiebeelement. Alles. Ja, da muss ich einschränkend sagen, bei diesem Modell ja. Aber es gibt natürlich schon Abwandlungen, die den Preis verändern. Bei allen Modellen. Also ich sag mal sowas, es will nicht jeder einen Vorhang haben. Es will auch nicht jeder diesen Tisch haben mit 4 Stühlen. Aber die Grundmöblierung, also das heißt Couch- und Polstermöbel, Betten, Einbauschränke sind grundsätzlich im Grundpreis bereits enthalten. Und alle Küchengeräte in diesem Fall, also in der JB-Serie, wir sind ja in einem JB-Mobilheim hier von der Firma Letniskovo. Es gibt ja auch noch zahlreiche andere Grundrisse. Und dieser gehört eigentlich zu den High-End-Produkten von Letniskovo. Wir sprechen ja hier nicht von Camping. Also es gibt ja auch spezielle Modelle, die zum Beispiel in Italien gebaut werden, die sind nur für den reinen Campingbetrieb. Vom Look and Feel her ist das hier ja schon praktisch Hotelzimmer, oder? So ein bisschen Designhotel. Also ich habe viele Kunden, die fast alle den gleichen Lebensplan haben, die ihr Einfamilienhaus verkaufen, sich entscheiden, vielleicht noch ein Wohnmobil zu kaufen und dann im Winter nach Spanien zu gehen und wollen in Deutschland auch irgendwo ein kleines Haus besitzen mit Erstwohnsitz. Und da sind wir halt die Partner, diesen Lebenstraum umzusetzen. Mhm. Und ich habe eben Referenzen von Kunden, die bereits seit 2019 in diesen Häusern leben. Und die sind alle durchweg top zufrieden mit ihrer Entscheidung, weil
Hier haben Sie für kleines Geld eine rundum Lütlichkeitslösung. Also auch die Möbel, wenn man die mal näher betrachtet, die sind alle durchdacht. Wir haben überall noch extra Stauraum. Wir haben Lattenrost. Wir haben Auch hier die Ausführung mit dem massiven Holz, ja. Ne? Wir haben besondere Einbau-Möbelpakete, die wir jetzt hier nicht sehen können, aber man kann überall noch Überbaumöbel bis oben in den Giebel rein bestellen. Ist da oben noch eine Lichtleiste oder ist das nur eine weiße Leiste? Das ist eine Lichtleiste, jawohl, wobei ich jetzt nicht weiß, ob die mit... Ja, da sie geht, da ist sie. Das ist schön. Also schön ist auch der begehbare Kleiderschrank hier so ein bisschen. Er ist zwar nicht begehbar, aber ist so groß, man könnte reingehen. Ja, ich kann den jetzt nicht so richtig vorführen, weil der ist natürlich voll mit Prospekte, aber nun jetzt da. Messematerial. Aber hier kann man auch mal sehen, dass der ein bisschen was tragen kann, weil die wiegen ja ein bisschen was, die Prospekte, ne? Ja. Also der ist 60 tief, da habe ich 4 Stauraum und ja. Passt. Wichtiges Badezimmer, da kommen viele dann an ihre Grenzen. Vielleicht nochmal eine Sache zum Thema Heizung. Ich nehme an, hier ist eine Fußbodenheizung drin in den Räumen? Wir haben hier eine Infrarot-Fußbodenheizung in jedem Raum. So, und das ist so energieeffizient, dass du ganz wenig Strom brauchst, weil die Dämmung, alles ist abgestimmt. Gibt es eine Lüftung, eine aktive auf Wunsch? Ja, allerdings, wir haben neuerdings dieses, ich kann es kaum aussprechen, Push and Pull. Ich kenne es, ja. Also Wärmerückgewinnung, Einzelraumbelüftung. Das ist ziemlich cool. Der eine Lüfter bläst, der andere zieht und die wechseln sich immer wieder ab, sodass also quasi wenig Energie verloren geht. Richtig, das ist relativ neu bei uns, weil also hier haben wir es noch nicht. Hier haben wir beheizte Wandbelüfter in jedem Raum und eine Entlüftung über das Badezimmer. Also das heißt, der Badelüfter läuft sozusagen 24/7, 360. Der ist leise. Sehr leise, genau. Und das hat sich bisher bewährt. Aber dieses neue System ist natürlich jetzt ein Schritt nach vorne und wird dann auch wohl gebraucht, wenn wir vorhaben, EH40 zu erfüllen. So, und das ist auf jeden Fall steht bei euch auf dem Plan. Die kommen ja immer wieder auf neue Ideen. Kommt ihr da gut dahinter? Ja, wir sind aber ganz gut aufgestellt. Bisher brauchen wir weder KfW 55, EH55 noch EH40, weil wir sind im Bereich kleine Gebäude unter 50 Quadratmeter. Da ist das nicht unbedingt zwingend notwendig in allen Fällen. Ja, es gibt die Möglichkeit, 2 zu kaskadieren. Das heißt, man kann 2 in einem Winkel nebeneinander stellen, dann wären es immer noch Einzelgebäude dann? Wenn die jetzt einen Abstand haben? Wenn sie einen gewissen Abstand haben, dann ja. Also man könnte 2 zum Beispiel nebeneinander stellen, erstmal 1 nehmen. Also ich habe eben eine Familie gehabt, die hat gesagt, jo, wir probieren es mal mit einem. Ansonsten könnte man noch ein anderes Modell daneben stellen, falls mal man mehr Platz braucht. Also ich habe eine Familie, die ein tolles Konzept umgesetzt hat, endlich, was ich schon lange auf dem Zettel hatte. Das ist das Modell Silvermoon. Das haben die einmal so und einmal gespiegelt hingestellt, dazwischen Wintergarten gesetzt und dazwischen eine Terrasse und mitten in die Terrasse ein Whirlpool. Das ist auch ungefähr meine Vorstellung, so wünsche ich mir auch mal zu leben. Ja, das ist vielleicht ganz wichtig. Also wir haben ja schon gefilmt, gerade im Gebiet Berlin, Thema Wohnen auf dem Wasser. Finden viele nicht so toll, warum auch immer, ja, ist auch nicht schlecht. Aber hier werden jetzt viele sagen, da kriege ich doch niemals eine Baugenehmigung. Also das lese ich ganz oft in den Kommentaren. Leute schreiben, das wird doch niemals genehmigt, nicht in Deutschland. Und du sagst, das wird bei euch andauernd genehmigt. Ich sage, das ist kompletter Blödsinn, beziehungsweise insofern auch nicht. Weil der Punkt ist der, dass die meisten, die sowas vorhaben, den falschen Weg gehen. Die gehen entweder selber zum Bauamt und fragen dort nach. Schon mal der erste große Fehler. Achso, dann sagt er, nee, geht nicht. Zweite große Fehler ist dann, zu irgendeinem Architekten zu gehen, der es umsetzen soll und keine Ahnung davon hat. Weil zuallererst mal sieht er, um welche Bausumme es sich handelt und wonach rechnet der Architekt ab. Ja, nach Bausumme. Also wird er den Kunden erstmal erklären, das geht nicht und das Bauamt will das nicht. Und deswegen haben wir das in Deutschland. Es muss nicht immer so sein, aber es ist dir schon oft so passiert, dass Leute das berichtet haben, oder? Allerdings in den Anfängen, wo ich meine Firma aufgemacht habe, habe ich mich gewundert, warum ich die Kunden nie wieder sah und habe das dann hinterfragt. Und inzwischen haben wir einen Architekten einfach,
der auf das Thema eingeschworen ist, zudem auch noch Statiker und Energieberater ist, denn diese Leute brauche ich auch im Boot. Das haben wir alles aus einer Hand und können damit auch seitens der Assistenz durch den Architekten den Kunden einen Fixpreis bieten, der übersichtlich ist. Denn ich habe schon davon gehört, dass Kunden 1.500 bei dem Statiker bezahlt haben, 1.000 Euro beim Energieberater. Der Kunde will doch vorher wissen, was es nachher kostet, am besten. Ne? Ganz genau. Ja. Und wir machen das für 3.000 Euro netto, das Gesamtpaket. Alles. Mit Baugenehmigung? Baugenehmigung, Statik und Energiepass. Okay, also das heißt, damit haben wir das. Okay, das heißt, die bin ich los und ich kann es abhängig machen, ob ich eine Genehmigung kriege. Natürlich, bei uns braucht man nichts bestellen vorher. So, pass mal auf. Wenn du mal so lieb bist, mach mal auf, bitte. Alle Möbel sind durchdacht, hast du eben noch gesagt. Ja. In diesem Fall haben wir hier einen Boiler verbaut. Boah, da kannst du lange duschen. 80 Liter Boiler. Aber wir liefern auch sehr viel aus mit einem Durchlauferhitzer. Dann hat man also diesen ganzen Bereich als Staubereich noch. Man kann hier oberhalb vom Waschbecken einen Alibert Spiegelschrank hängen. Den kann man mit bestellen. Oder aber dieser Spiegel mit Hinterleuchtung ist natürlich auch ein Highlight. Das muss jeder Kunde für sich selber entscheiden. Ganz ehrlich, ich würde es exakt so bestellen, wie es hier ist. Weil das ist durchdesignt, aufeinander abgestimmt. Wie sind die Reaktionen von den Frauen, die hier reinkommen? Ja, du hast es selber schon gesagt, das ist klar, oder? Die Männer gucken auf andere Sachen, oder? Ja, die Männer gucken ein bisschen mehr auf die Technik und hinterfragen, ob das mit der Fußbodenheizung denn so funktioniert und mit der Klimaanlage. Die Frauen fahren natürlich ab auf das Design, das ist klar. Ja, da wollte ich drauf hinaus. Ja. Aber wir können eben das Design auch anpassen. Wir haben verschiedene Oberflächen hier für die Arbeitsplatte, für die Fronten, für die Wandverkleidung. Alles ist anpassbar. So, wenn ich aber sage, ich will es genauso wie hier auf der Messe, geht auch. Das, ja, aktuell, also dieses Modell hier auf der Messe hätten wir jetzt für einen Sonderpreis. Wenn einer sagt, das ist toll und kommt hier mit dem Koffer Geld, dann legt er 105.000 Euro hin und dann ist das hier sein. Brutto. Brutto braucht er hier nur noch abholen. Gut. Aber seien wir ein bisschen realistischer. Wenn der Kunde mit 130.000 Lieferpreis rechnet, aufgestellt auf seiner Stellfläche, dann kriegt er das auch in 2-3 Wochen noch für den Preis. Michael, komm mal gerade mit und wir filmen mal ganz kurz das Bad hier. Sag mal so lieb, komm mal mit mir mit und sag mir doch mal, wenn ich ein Bad renoviere und mach das so schön wie hier, was kostet denn sowas heute? Wenn ich hier jemand kriege, der es macht. Ja, der erste Punkt ist schon mal, dass sie niemanden kriegen, der es macht. Ah, es geht mittlerweile ein bisschen besser. Ja? Ein bisschen besser geht schon. Also auch die Handwerker merken, dass die Baukrise langsam... Ich weiß es nicht, 20.000? Nee, da kommst du nicht mit hin. Na, siehst du, also ich meine, wovon reden wir hier? Also die Küche, wenn du hier so eine schöne Einbauküche kaufen möchtest, Hochglanz mit allen Einbaugeräten, fix und fertig eingebaut und du hast Glück, kriegst einen tollen Möbelmarkt, der macht das mit allem drum und dran. Was zahlen wir? Naja, also ich habe für meine Küche zu Hause 14.000 Euro bezahlt. Die hier ist vielleicht ein bisschen günstiger, weiß ich nicht. Aber machen wir mal einen Zehner. 8 bis 10. Ja. 8 bis 10 ist schon weg. So, dann ist das ja alles nicht abgestimmt, sondern das ist ja jetzt alles aufeinander perfekt. Guck dir mal hier die Schrägen an. Das ist alles perfekt. Ja. Und natürlich, also man kann auch hier, wie hier, die Küche eben Hochglanz bestellen. Manche lieben es, manche hassen es, aber wir können es anpassen auf genau den Geschmack des Kunden. Ich kann die Farbe von den Polstern wählen? Sie können natürlich von etlichen Farben Polster wählen. Das ist auch eine Schlafcouch, die man ausziehen kann. Man kann auch eine gerade Couch kriegen, ganz wie der Kunde das wünscht. Wenn einer meint, er hat einen riesen Fernseher, dann lassen wir dieses Fenster weg in der Konfiguration. Dann kann er diese ganze Wand als Leinwand nutzen. Kleine Bitte, das Thema Gewährleistung, das Thema Zahlungsabwicklung, das ist ja oft, haben die Leute keine Lust, ich sag mal 105.000 Euro dahin zu blättern. Kann man über Bankbürgschaften reden? Ja, allerdings, sowohl Letnis-Kovo bietet eine Bankbürgschaft an, als auch wir, Mobilheim Kolbe in Velten. Wir können eine Bankbürgschaft liefern. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Und die Zahlungsabwicklung, wie funktioniert das jetzt? Habe ich mal eine Baugenehmigung? 70 normal. 30, das heißt, zahlt 30 an und 70 kurz vor Lieferung. Richtig. Okay. Genau. Das ist schon mal fair. Beide Zahlungen können mit entweder akkreditiv von der Allianz Trade abgesichert sein. Das mache ich so. Und Letnis-Kovo verfügt über eine andere Bank, die auch eine Bankbürgschaft anbietet, ja. So, wer macht denn den Service, wenn denn doch mal, wie lange ist Gewährleistung? 5 Jahre? 2 Jahre. 2 Jahre Gewährleistung? Im Mobilheim-Bereich
Wenn der Kunde eine 5-Jahres-Gewährleistung wünscht, dann können wir das verhandeln. Dann muss er noch 50 drauflegen vielleicht. Wie viel? 50.000? Nein, das habe ich nicht überlegt. Das war jetzt unüberlegt gesagt. Nee, ist okay. Aber ich sag mal so, da das optional... Modulheim. Also wir sind hier im Bereich von 2 Jahre Gewährleistung. Letniskovo hat sein eigenes Serviceteam. Und wenn Schwierigkeiten da sind, wir haben auch ein eigenes Serviceteam. Jetzt mal Hand aufs Herz, was kann mal passieren als Beispiel? Naja, ich sag mal, wir sind in einem Bereich, wo es viele verbaute Geräte gibt. Es kann ein Durchlauferhitzer lecken oder durchbrennen. Es kann natürlich auch ein Kühlschrank anfangen zu brummen. Aber da haben wir zum Beispiel die Firma Whirlpool, die mit ihrem eigenen Service die Geräte wartet. Also das heißt, wir haben da Konzepte, die schnell funktionieren. Ja, es kann auch zum Beispiel eine Schiebetür kann mal verstellt sein, dann kann jemand einstellen, also wenn das geht, oder? Ja, das ist das, was unser Serviceteam hier selber macht. Von meiner Firma, aber auch das Letniskovo Serviceteam machen kann. Sehr wichtig ist, dass die Häuser wirklich gerade stehen. Das hört man ja auch bei allen anderen Herstellern, das ist bei uns auch nicht unwichtig, obwohl wir natürlich statisch viel besser aufgestellt sind, wie gesagt. Ist es ein Punktfundament hier? Oder? Sie brauchen 8 Punktfundamente für die Standardvariante. Wenn Sie das Haus bestellen ohne Fahrchassis und nur zum Kran, dann brauchen Sie 11 Punktfundamente. Das können auch Schraubfundamente sein? Große? Das können auch Schraubfundamente sein. So, komm, wir gehen mal raus. Besonders schön oder besonders gemein finde ich hier diese kleine Veranda. Die habt ihr jetzt für die Messe gebaut, aber das fragen bestimmt viele Kunden, kann man sowas kaufen? Naja, für Geld ist alles machbar. Okay. Ich habe es noch nicht in der Preisliste, aber ich werde danach fragen, ja. So, viele fragen auch hier so einen Vorbau, also praktisch eine Holzveranda. Bietet ihr sowas? Wir bieten Terrassenelemente an. Da haben wir eine Preisliste und der Kunde kann diese Elemente selber als Bausatz bestellen und kann sich eine Terrasse verbauen. So, komm mal mit, bitte. Und dann zeigen wir das Ganze mal. Das ist hier so ein typischer Fall hier jetzt, oder? Ja, hier wird gezeigt, wie ein Mobilheim aufgebaut wird auf Stützen. Der Hersteller empfiehlt, das Haus auf Stützen zu setzen, weil er jederzeit die Möglichkeit hat, das nachzujustieren. Kann ich das Haus mitnehmen später, wenn ich sage, ich habe einen neuen Bauplatz gefunden? Selbstverständlich. Sie brauchen nur die Schränke verkleben sauber und dann kann es losgehen. Da kann ich uns auch wieder an euch wenden. Das heißt, ich kann sagen, hier, kümmert euch drum, bitte macht vielleicht eine neue Baugenehmigung. Ist das möglich? Oder das Beste wäre, man verkauft wahrscheinlich das alte Haus, oder? Wir würden uns freuen, weil wir haben tatsächlich eigentlich noch nie gebrauchte Mobilheime von diesem Hersteller gehabt. Ich habe damals mein Geschäft begonnen mit gebrauchten Mobilheimen aus England, britischen Bauweise oder holländischen Bauweise, wie manche sagen. Aber inzwischen hat sich das eben einfach in der Form entwickelt, dass wir überall eine Baugenehmigung brauchen. Und wenn es nicht nur für den saisonalen Einsatz sein soll, sondern zum dauerhaften Wohnen, dann bin ich heute der festen Überzeugung, dass der Hersteller Letniskovo dort die beste Wahl ist. Sehr schön. Also alles wird gebaut in Polen. Hier sieht man das schön, gell, mit der Dämmung. Ja, genau das, was ich beschrieben habe. Das Haus wird also physisch komplett in einem Stück durchgeschäumt. Also der Fußboden wird separat geschäumt, also müsste man sagen in 2 Teilen geschäumt. So, das Ganze, wenn ich jetzt eins bestelle, alles läuft super glatt. Habt ihr das schon mal hinbekommen, im halben Jahr? In weniger Zeit. Weniger Zeit, also von bis. Also unser Ansatz ist, von der Bestellung bis zur Fertigstellung 3 Monate zu brauchen. Also sagen wir 4 Monate. Bis zur effektiven Zustellung. So, du warst so nett, wir sind jetzt auf der Messe Essen, mal ein bisschen Werbung für dich. Michael Kolbe, so das ganze Sales Partner, das heißt, es ist aufgestellt, es gibt Vertriebspartner hier in Deutschland, korrekt? Ja. Du bist einer von denen, du sitzt in Berlin, direkt in Berlin? Nein, in Velten, Gott sei Dank. Velten liegt? Velten liegt vor den Toren Berlins. Oranienburg ist vielleicht ein bisschen bekannter. Velten mit V, oder? Mit V, jawohl. Velten mit V. Hast du eine Karte dabei von dir? Dann zeigen wir das mal ganz kurz, denn jetzt warst du so lieb, hast du so viel Zeit genommen hier auf der Messe. Da ist es. So, und wenn ihr Fragen habt, wendet euch nur an Michael Kolbe, ja, an keinen anderen, denn der war, nee, Quatsch, die sind alle nett. Das kann ich nicht sagen, das war Spaß. Wir sind hier alle nett
Aber natürlich, wenn ihr Bedarf habt, auch an Grundstücken, wo man sowas hinstellen kann, wenn eine Testanmietung gefragt ist und so weiter, könnt ihr euch natürlich an mich wenden. Aber ihr könnt auch auf neuemobilheim.de gehen und euch dort die anderen Vertriebspartner, die in eurer Nähe sitzen, aussuchen. Genau, neuemobilheim.de, zusammengeschrieben mit Minus in der Mitte? Ich glaube, wir haben das... Ach, da vorne steht es ja. Hier, komm mal her. Vielleicht kannst du es am besten abfüllen. Das haben wir nämlich eben rübergenommen, habe ich gesagt, das steht voll im Weg, wenn wir das hier zeigen wollen. Da steht alles drauf. Könnt ihr also, am besten geht ihr auf die Seite, da vorne steht es, neuesmobilheim.de. Du warst fast richtig. Ja, das ist ja. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr Zeit genommen habt. Jetzt muss ich mal gucken. Letniskovo. Letniskovo ist der Hersteller und diese Baureihe der Luxusmodelle von Letniskovo wird als JB Homes bezeichnet. Mega, Dankeschön dir. Wir sind auf der Messe in Essen und heute ist der 28. 19. Ich überlege gerade. Ich weiß nicht. Ich lasse es mal offen, ja. Dass es da ist, Februar 2024. 2 Worte noch zur Messe Essen. Ich war noch nie hier. Ich bin sehr positiv überrascht über die Qualität hier der Ausstellung. Du hast viel mehr Platz zwischen den Ausstellungsobjekten, habe ich gemerkt. Die Leute sind relativ entspannt. Also ich war ja auf vielen anderen Messen, wo es viel enger zugeht, viel gedrückter und so weiter. Bist du zufrieden mit der Messe Essen? Ja, also wir fühlen uns wohl hier. Ne? Wir sind umringt von netten Wettbewerbern, Marktbegleitern. Richtig. Und ja, wir fühlen uns wohl. Es ist ein bisschen ruhig die ersten 2 Tage. Wir könnten 2-3 Mal so viel vertragen, weil wir ziemlich viele Aussteller hier sind am Stand. Okay. Und deswegen sind wir auf die nächsten Tage vorbereitet, wo bestimmt doppelt oder 3-mal so viele Leute kommen. Und ich deswegen gefragt, weil genau, am Wochenende ist bestimmt etwas mehr los und nicht jeder kauft. Ist es hier eine Kaufmesse? Kaufen die Leute hier auf der Messe? Sowas passiert selten beim Mobilheim. Wir würden uns freuen, wenn einer kommt, ich habe hier einen Sack voller Geld, möchte jetzt sofort eins kaufen. Aber in der Regel passiert das nicht. Danke, Michael. Danke. Tschüss.